Neulich habe ich mal wieder ein Spiel angeschmissen, das ich lange nicht mehr gespielt habe. Sacred. Das Diablo aus Deutschland vom lange pleite gegangenen Entwickler und Publisher Ascaron. Als ich das Spiel damals aus der Computerbild Spiele gefischt habe, war mir noch nicht bewusst, wie prägend dieses Machwerk für mich sein sollte. Denn es war nicht nur eines der ersten Computerspiele, das ich lange spielte, nein, es sollte auch mein gesamtes Leben beeinflussen. Klingt übertrieben, ist es aber nicht. Wir schreiben das Jahr 2007 und die aktuelle Ausgabe 09/2007 der Computerbild Spiele wurde von meinem Vater nach Hause gebracht. Damals war die CBS eine wunderbare, preiswerte Möglichkeit, an gute Spiele zu kommen, die nicht unendlich alt waren. Die Hauptvollversion der Ausgabe war Sacred Plus. Also zack installiert und losgespielt. Das machte vielleicht einen Spaß. Ich schnetzelte mich durch die Gegnerhorden und löste Quest nach Quest. Als ich kurze Zeit später im Karstadt war und mal wieder die Softwarepyramide nach interessanten Spielen überprüfte, fiel mir Sacred Gold ins Auge. Dies war nicht nur die Vollversion von Sacred, sondern außerdem das Add-on Underworld, welches bei der CBS noch nicht dabei war. Also habe ich 10 € investiert und diese Version mit nach Hause genommen, nur um dann ein paar Wochen später festzustellen, dass Sacred Gold dann in der nächsten Computerbildspiele dabei war. Aber das tat meiner Begeisterung für das Spiel keinen Abbruch. Am liebsten spielte ich mit dem Dunkelelfen, der mit coolen Klingenwaffen und giftigen Fallen alles kurz und klein knüppelte, was nicht bei 3 auf den Bäumen war. Doch auch alle anderen 7 Charaktere spielte ich zumindest einmal an. Gladiator, Kampfmagier, Waldelfe, Vampirin, Seraphim, Zwerg und Dämonen. Alle hatten ihre eigenen Fähigkeiten und waren von bekannten deutschen Sprechern vertont. Der Dunkelelf entstammt einer machthungrigen Abspaltung der Elfen. Die rituellen Kampftechniken des Blutkultes lassen aus dem Dunkelelf einen tödlichen Schattenkämpfer werden. Ich bekomme heute noch ein wohliges Gefühl, wenn ich durch die Dörfer laufe und die Bauern irgendeinen Schwachsinn labern. Oder die Goblins mal wieder einen Aschenbecher aus meinem Kopf machen wollen. Sacred war auch ein Spiel, das auf meinem Laptop lief und somit auch auf dem Campingplatz mein treuer Begleiter war. Zusammen mit Surafta startete ich dort eine Challenge, in dem wir gucken wollten, wer mit dem Gladiator das Spiel zuerst durchgespielt hatte. Lange war es ein knappes Rennen, bis nach etlichen Stunden das Spiel bei ihm plötzlich durch einen Plotstopper nicht mehr durchgespielt werden konnte. Spricht man ihn heute darauf an, ist er immer noch traurig. Die CD-ROM von Sacred Gold bot aber nicht nur Platz für das Spiel, sondern auch für einige Preview-Informationen über den Nachfolger. Unter anderem ein Video der GameStar, das ich mir damals diverse Male anschaute und für mich der erste Kontakt mit diesem Magazin war. Dennoch bekommen Sie schon einen guten Eindruck, auf was Sie sich bei Ihren Abenteuern in Ankaria so alles freuen dürfen. Als für den zweiten Teil eine Gold Edition mit dem Add-on Ice and Blood erschien, bestellte ich mir auch diese, um neue Abenteuer in Ankaria, so heißt die Welt im Sacred-Universum, zu erleben. Und auch mit diesem Teil hatte ich unheimlich viel Spaß. Ich staunte über die schöne Grafik und die erneut riesige Spielwelt. Ich spielte wieder mit allen Charakteren auf der Suche nach einem, der so ähnlich geil war wie der Dunkelelf. Fündig wurde ich nicht wirklich, aber ich mochte die Auswahl dennoch sehr gerne. Nach einigen Stunden kam dann die eine Quest. Die Quest, über die man so viel sprechen würde und die mich so sehr begeistert hat. Die Rede ist von der Questreihe rund um die Band Blind Guardian. In einer kleinen Ortschaft spricht schon ein Junge davon, dass er sich auf das Konzert der Ankaria-Tour freut und dann einige Kilometer weiter trifft man auf die Band, die ihre Instrumente verloren hat. Also beschafft man diese wieder und was dann kommt, ist einfach geil. Ein Ingame-Konzert findet statt. Mir fielen die Augen raus. Außerdem gefiel mir, was ich da hörte. Ich kaufte also das neueste Album von Blind Guardian, auf dem unter anderem der Titel Sacred Worlds war, also der Song aus dem Spiel, und besorgte mir von meinem Vater auch noch die älteren Alben. Ich ging im Oktober 2010 mit meinem Vater zusammen auf mein allererstes Konzert. Zu wem? Na klar, Blind Guardian. Heute besitze ich die Special Edition des Albums mit Pyramide und die große Box mit fast allen früheren Alben. Ich kam dank Blind Guardian auf den Geschmack der Musikrichtung Metal und entdeckte so viele andere Bands, die ich liebend gerne höre und live erlebt habe. Und das alles nur durch diese eine blöde Quest.
Naja, und ohne Sacred würde es diesen Kanal in dieser Form wohl nicht geben. Denn obwohl thematisch seit Jahren Total War Hauptbestandteil hier ist, war es doch Sacred, welches mich hier auf die Plattform kommen ließ. Noch auf einem anderen Kanal lud ich vor über 9 Jahren einige Musikstücke aus dem ersten Sacred und die Lieder von Blind Guardian hoch. Mein erstes kommentiertes Video sollte dann aber mein Let's Play zu Sacred 2 Ice and Blood sein. Am 18.02.2011 veröffentlichte der damals 14-jährige Kalimo nach etlichen technischen Komplikationen und regen Austausch mit Zurafta seinen ersten Part des Let's Plays. Also, unsere Charakterklasse ist klar. Es ist die Seraphim, die mit Magie und Nahkampfattacken gleichermaßen eine gute Spielerin ist, die für Anfänger geeignet ist, allerdings auch die Profis spielen können. Dass das der Startschuss für mehr als 8 Jahre YouTube sein sollte und über 1200 Videos folgen sollten, hätte damals wahrscheinlich niemand gedacht. Also ich am allerwenigsten. Auf meinem fast vergessenen Kanal Kalimo Tests erreichte mein aus heutiger Sicht enorm stümperhafter Test zu Sacred 2 über 67.000 Aufrufe. Vollkommen verrückt. Meinen Musikgeschmack und meinen YouTube-Kanal verdanke ich also zu großen Teilen dieser schnuckeligen Spielereihe, doch das sind nicht die einzigen prägenden Aspekte. Nein. Irgendwann Anfang 2014 erhielt ich auf Facebook eine Freundschaftsanfrage von einem gewissen Frank Rentmeister. Zunächst dachte ich, das sei ein Zuschauer oder ähnliches, doch es stellte sich heraus, dass es einer der Entwickler von Sacred war. Ich schrieb mit ihm viel über meine Begeisterung über das Spiel. Ein inoffizieller Nachfolger war gerade in der Konzeptphase. Unbanded sollte der heißen. Ich begleitete die Entwicklung durch einige Videos und lernte so auch andere ehemalige Entwickler von Sacred kennen. Leider wurde am Ende aus dem Spiel nichts. Bis heute ist man wohl über die Konzeptphase nicht hinausgekommen, weil das Geld fehlte. Sehr schade. Gerade weil der dritte Teil von Sacred ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan der Reihe war und ein echtes neues Sacred sehr willkommen gewesen wäre. Frank konnte zu Rafta und mir netterweise Fachbesucherkarten für die Gamescom organisieren. Dafür bin ich ihm heute noch zu Dank verpflichtet. Naja, und irgendwann kamen Frank und ich auf die Idee, dass man doch ein Format machen könnte, in dem man mit Entwicklern über die Games-Branche spricht. Immer über verschiedene Bereiche mit unterschiedlichen Gästen. Durch ihn kam ich dann in eine Facebook-Gruppe, in der gefühlt die ganze Games-Branche Deutschlands herumlungert. Dort veröffentlichte ich einen Post, in dem ich die Menschen einlud, sich bei mir zu melden, damit man diese Idee umsetzen könnte. Ich erhielt mehrere Dutzend Freundschaftsanfragen und schrieb interessiert mit diversen Entwicklern aus den verschiedensten Studios. Letztendlich bildete sich die erste Gruppe für das Thema Wie kommt man in die Branche? Anwesend waren Slava, Felix und Daniel. Mit ihnen nahm ich also den ersten und letzten Branchentalk auf. Jeder erzählte von seinem Einstieg in die Branche und über seine derzeitigen Projekte. Das war vor etwa 5 Jahren. Daniel erzählte von Orwell. Er lud mich ein, dass ich das Spiel doch mal anspielen könnte. Einige Zeit später durfte ich nochmal eine neuere Beta-Version von Orwell testen und wieder einige Zeit später wurde ich für dieses Testen bezahlt. Ich war QA-Tester bei Osmotic Studios und habe in den letzten 2 Jahren über 1 Jahr mit Daniel zusammengearbeitet und dabei die Branche noch besser kennengelernt. Ich war auf Messen, bei der GameStar und hatte wahnsinnig viel Spaß. Außerdem habe ich viel gelernt und neben meines Studiums des nicht in der Uni-Seins die nötige Praxiserfahrung sammeln können, um mich davon loszusagen und meinen zukünftigen beruflichen Werdegang anders zu gestalten. Letztendlich hat das alles direkt oder indirekt mit Sacred zu tun. Lustig, was ein Spiel so alles bewirken kann. Ich werde dich mit meinen Klingen in kleine Häppchen schneiden.